In diesem Video möchte ich eine Frage klären, die mir immer wieder gestellt wird. Welche Klebstoffe sind für Hartschaum und Styropor geeignet? Welche sind es nicht und was kann dabei passieren? Und welche Tricks gibt es? Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TIWS. Im Geländebau-Hobby begegnen uns Hartschaum und Styropor ja auf Schritt und Tritt. Meist als Kleinteile, aber auch in Form großer Platten. Und da wird's dann auch schon knifflig, denn für große Flächen solltet ihr am besten einen anderen Kleber verwenden als bei Kleinteilen. Grundsätzlich gilt, der Kleber darf keine Lösungsmittel enthalten. Damit fallen gängige Universalkleber und Sekundenkleber schon mal direkt raus. Denn diese fressen sich quasi ins Material hinein. Zwar hat man danach eine interessante Kraterstruktur, aber zusammenkleben tut da nichts, denn die Klebeflächen sind praktisch weggeätzt. Auch Hitze hat eine ähnlich verheerende Wirkung. Die Schmelzpunkte von Hartschaum und Styropor liegen nämlich bei rund 100 Grad und niedriger. Heißkleber kommt allerdings mit um die 200 Grad aus der Pistole. Die Folge? Der Heißkleber reagiert mit dem Hartschaum und schmilzt sich quasi hinein. Bei Styropor, dessen Schmelzpunkt noch niedriger ist der Effekt sogar sichtbar stärker. Allerdings kann man sich dieses Hineinschmelzen auch zunutze machen. Dazu gleich mehr. Der Allzweckkleber für Hartschaum und Styropor ist bekanntermaßen Holzleim oder Weißleim. Oder auch Serviettenkleber wie die Mod Podge Kleber, die von vielen US-YouTubern benutzt werden. Diese und alle gängigen Holzleimsorten enthalten nämlich keine Lösungsmittel und besonders die schnell trocknenden Varianten ermöglichen zügiges Weiterbasteln. Zur Not kann man die Bauteile aber auch mit Stecknadeln oder Zahnstochern kurz fixieren, bis der Kleber nach einigen Minuten getrocknet ist. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Holzleim und Serviettenkleber enthalten Wasser, das verdunsten muss. Beim Verkleben von Kleinteilen ist das kein Problem, denn erstens trägt man dort ja nur geringe Mengen an Kleber auf. Zweitens kann der Kleber bequem mit der nahen Umgebungsluft reagieren, sprich der Wasseranteil kann mühelos verdunsten und der Kleber aushärten. Beim Verkleben von großen Platten bzw. Bauteilen ist das leider schwieriger, denn zwischen zwei Plattenflächen gelangt kaum Luft, entsprechend verdunstet dort der Wasseranteil des Klebers deutlich langsamer. Die Folge? Selbst nach 24 Stunden kann der Kleber dort noch feucht sein und es ist immer noch keine feste Verbindung entstanden. In solchen Fällen bieten sich spezielle Styroporkleber oder einfache Montagekleber aus dem Baumarkt an. Diese benötigen keine Luft zum Trocknen und funktionieren daher bestens auf großen Flächen. Allerdings sind auch deren Aushärtezeiten nicht allzu fix. Mein Tipp ist daher ein Mix aus Holzleim und Heißkleber. Streicht eine Fläche dünn mit Holzleim ein und gebt auf die andere Klebefläche ein paar dicke Kleckse Heißkleber. Drückt dann beide Bauteile schnell und fest zusammen, damit der Heißkleber direkt für eine durchaus brauchbare Verbindung sorgt. Die Stabilität reicht nämlich, um direkt weiter basteln zu können, während der Holzleim in den nächsten Stunden ganz gemütlich aushärten und für dauerhafte Festigkeit sorgen kann. Ihr müsst die Bauteile nur schnell in die richtige Position bekommen, weil der Heißkleber schon nach wenigen Sekunden kaum noch Korrekturen zulässt. Außerdem sollten die Bauteile mindestens 1 bis 2 cm dick sein, da sich der Heißkleber ja etwas ins Material schmilzt. Und natürlich funktioniert dieser Trick auch mit unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel wenn ihr Hartschaum oder Styropor und MDF verkleben wollt. Eine Alternative sind Sprühkleber, wobei es auch dort welche mit Lösungsmitteln gibt. Lest daher unbedingt die Infos durch oder testet den Sprühkleber vorab. Ich persönlich finde die Holzleim-Heißkleber-Variante aber besser. Übrigens, in meinem Werkzeuge- und Materialienbuch bekommt ihr viele weitere Infos über Klebstoffe. Warum und wieso sie kleben, für welche Materialien welcher Kleber am besten geeignet ist und. Viel Spaß euch nun beim Kleben und Basteln und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!